Hallo meine Lieben, ich versuche ja in meiner Osterserie immer wieder verschiedene Materialien, aber auch verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ihr so eine Osterverpackung oder ein Osternest machen könnt. Und was wir bis jetzt noch nicht hatten, war Nähen. Und deshalb dachte ich, wir machen heute mal ein Stoffutensilio und machen daraus ein Osternest. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein kleines, süßes Stoffutensilio, was ihr als Osternest verwenden könnt. Ich habe hier einen hellblauen Stoff, gepunkteten Stoff, was halt für Ostern immer so ein bisschen ein Thema ist, ne? Und dann einen grauen Innenstoff genommen und dann vorne mit einer Flexfolie noch ein kleines Motiv drauf gemacht. Und das Coole an der ganzen Sache ist, ne, wenn Ostern vorbei ist, macht ihr ganz einfach diesen hier. Und schon habt ihr ein süßes, kleines Stoffutensilio, was ihr auch das ganze Jahr durch brauchen könnt. Und ja, wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Für das Utensilio braucht ihr Folgendes. Ihr braucht jeweils 2 Stück Stoffe, die euch am besten gefallen. Ich habe hier einen hellblauen gepunkteten und dann einen grauen, der ein bisschen fester ist. Und weil der sehr dünn ist, habe ich hier auch noch Flieseline zum Aufbügeln. Alle Stücke sind jeweils 20 cm mal 20 cm. Dann habe ich hier so Wonderclips. Geht am einfachsten, das aufzubringen. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr natürlich auch mit Nadeln arbeiten. Ich werde mit einem weißen Faden arbeiten. Hier eine Schere ist nicht schlecht, ein Schreiber, um die Ecken anzuzeichnen und irgendeine Art von Lineal, Geodreieck oder Nählineal ist optimal. Und ich werde am Schluss noch was mit Flexfolie aufbringen. Da brauche ich noch ein bisschen Flexfolie. Was ich jetzt als allererstes machen werde, ist eben diese Flieseline auf diese beiden Stücke aufbringen. Da müsst ihr einfach gucken, die eine Seite ist so ein bisschen glänzig. Die kommt unten auf den Stoff und ich bügle das Ganze so auf, dass ich das Bügeleisen auf die höchste Stufe stelle, den Dampf rausnehme und dann von der Mitte nach außen das aufbügle. Und genau das mache ich jetzt. Als nächstes legen wir die Stoffe rechts auf rechts und klippen die an 3 Seiten zusammen. Und jetzt nähe ich mit der Nähmaschine beide Stücke so, dass ich hier entlang, hier entlang, hier entlang einfach einen Gradstrich mit einem Zentimeter Abstand vom Rand. Und da nicht vergessen, am Anfang und am Ende zu verriegeln. Das heißt, einmal vor, einmal zurück und wieder vor auf einem kleinen Stück und das auch am Ende. Und das eben mit beiden Stücken. Wenn ihr dann damit fertig seid, nehmt ihr die Beutel
und faltet hier so ein Dreieck raus. Da wirklich gucken, dass ihr die Nähte voneinander zieht, dass die wirklich schön flach liegen. Ich lege auch die beiden Nahtzugaben auseinander. Kontrolle könnt ihr auch machen hier innen drinne, dass ihr guckt, dass die Naht wirklich schön weitergeht. Und dann legt ihr das so hin und messt. Also ich will es viereckig, ne? Und ich habe ein Stück von 20 cm. Auf beiden Seiten habe ich eine Nahtzugabe von 1 cm. Lande ich noch bei 18 cm. Das heißt, meine Fläche ist 18. Das durch 2 gibt 9, das nochmal durch 2 gibt 4,5. Das heißt, wenn ich unten ein Quadrat haben will, dann mache ich jetzt eine Ecke bei 4,5. Und zwar gucke ich hier oben diese Spitze. Da setze ich das Geodreieck an und gehe hier auf 4,5. Deshalb liebe ich das Geodreieck so. Ne? Ich kann hier gucken, 4,5 und dass die Naht wirklich gerade runter geht. Und so mache ich mir dann einen Strich. Und mache das auch kurz noch mit einer Nadel fest. Das müsste dann so aussehen und das macht ihr jetzt mit allen 4 Ecken. Das heißt auf diesen beiden Ecken plus dann bei dem Stück auch noch. Jetzt gehe ich auf die Nähmaschine und nähe diese Stücke ab und zwar mit einem Geradstrich und auch am Anfang und am Ende verriegeln nicht vergessen. So, das war es auch schon mit dem Nähen. Ihr müsst halt einfach, also ihr habt es gesehen, ne, bei der Nahtzugabe muss man beim Nähen halt einfach so ein bisschen gucken, dass die wirklich auch dann so liegt. Und jetzt könnt ihr das Ganze mit einem Abstand von rund 1 cm abschneiden. Und dann könnt ihr einen der Beutel wenden und den in einen anderen Beutel reinstülpen, einfach so, dass hier diese Kanten aufeinander liegen. Das heißt, ich drücke mit den Fingern einfach diese Ecken so ein bisschen aufeinander. Und dann macht ihr das hier oben wieder mit Clips fest. Und zwar guckt ihr einfach, dass ihr hier die Naht aufeinander habt. Drückt die Nahtzugaben so ein bisschen auseinander. Und so mache ich das jetzt fest. Dasselbe auf der anderen Seite. So, und dann könnt ihr noch den Rest auch schön aufeinander legen. Und was wir jetzt machen auf der Nähmaschine ist hier entlang mit 1 cm Abstand auch wieder entlang nähen, den ganzen oberen Teil. Da müsst ihr aber eine Wendeöffnung offen lassen von ca. 10 cm. Einfach so, dass ihr, je nachdem wie stabil euer Stoff ist, dass das wirklich dann auch funktioniert mit dem Durchwenden. Von dem her lasst so ein gutes Stück einfach offen. Das heißt, wir fangen hier an, verriegeln, gehen rundherum bis hier und verriegeln hier auch wieder.
So, und was ich dann mache, ist das Ganze hier durch diese Wendeöffnung hindurch durchzuziehen. Dann könnt ihr hier den Ecken noch so ein bisschen nachhelfen, damit die sich wirklich nach außen legen. Das heißt, ich gehe hier durch die Wendeöffnung hindurch und stoße die von innen raus. Dann könnt ihr den inneren Beutel auch reinstülpen. Was ich dann mache, ist effektiv hier diese Kanten wirklich schön hinzulegen und ich werde die auch noch kurz mit dem Bügeleisen schön glatt legen. Und die stecke ich mir dazu kurz fest. Und was ihr damit auch gleich macht, ihr habt ja hier eine Wendeöffnung, ne? Und da könnt ihr das so ein bisschen zurechtlegen, dass die Naht oder ja, dass diese obere Kante schön gerade weitergeht. Steckt hier auch fest. Was ich jetzt als erstes mache, ist diese Kante mit dem Bügeleisen schön glatt legen und dann werde ich einmal knappkantig hier ringsherum das abnähen und dadurch werde ich auch gleich hier diese Wendeöffnung verschließen. So, dann sind wir damit auch schon durch. Ich habe noch kurz die Fäden vernäht, damit es auch schön aussieht. Und was ich jetzt noch machen werde, um das so ein bisschen aufzuhübschen, ist Folgendes. So würde das Ganze ja aussehen, wenn man das hinstellt, weil Utensilio ist ja, ihr gebt dem Ganzen noch ein bisschen Stabilität dadurch, dass ihr die Innenseite so ein kleines bisschen überstülpt. Und jetzt will ich hier drauf noch ein Ostermotiv haben. Und da gucke ich kurz, wie groß das sein soll. Ich würde sagen 6 cm von der Breite her. Bei mir ist es was eher breiter ist. Höhe maximal 4. Und so plotte ich mir kurz dieses Motiv aus und bringe das dann mit dem Bügeleisen hier auf diese Fläche drauf. Ich habe hier kurz noch ein kleines Motiv drauf gemacht, wie gesagt, mit Flexfolie, frohe Ostern. Und so ist das Ganze jetzt auch schon fertig. Und das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzunähen. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!